Ich habe auch ein paar Späße drüber gemacht, dass ich vorne links angefangen habe und hinten rechts aufgehört. Also einmal komplett über den Platz. Schmuddelwetter in Dortmund und das nach dem 2:1 Heimsieg gegen den FC Augsburg. Damit begrüße ich euch alle zu unserem Spieltagsrückblick hier aus Dortmund-Brakel. Ihr seht es hinter mir, keiner da. Die Mannschaft hat frei. Trotzdem hat sich ein Spieler dankenswerterweise bereit erklärt, mit uns nochmal über diese Partie zu sprechen. Marius Wolf war das, was er zu erzählen hat. Das seht ihr später. Beginnen wollen wir aber, wie ihr das gewohnt seid, mit den Netradio-Highlights. Hier sind Boris und Nobby. Kommt Daniel Mahlen an den Ball. Ja, er holt ihn noch vor der Grundlinie und kommt zu Fall und es gibt Elfmeter. Jetzt der Pfiff von Wels. Guerrero gegen Gikiewicz und klasse verladen. Cool unten links. Erstes Elfmetertor von Rafael Guerrero. Sein insgesamt 25. Bundesligatreffer bringt Borussia Dortmund früh in der 10. Minute mit 1:0 in Führung. Marius Wolf am ersten vorbei, Wolf über die linke Seite, ins Zentrum auf Reus, zentral, kommt raus auf Brandt, 16 Meter, Brandt, Julian Brandt mit dem 2:1 in der 51. Minute. Marius Wolf ist der Mann, der diesen Treffer einleitet durch Julian Brandt. Und das Spiel ist aus, Borussia Dortmund bringt den Sieg ins Ziel. Knapp, hart erarbeitet, 2:1. Glückwunsch, Gratulation an die Mannschaft. Danke an die Fans für die großartige Unterstützung. Ja, weil es draußen so schmuddelig ist, haben wir uns jetzt nach drinnen verzogen. Genauer gesagt in den Raum, wo sonst vor Bundesligaspielen die Pressekonferenzen stattfinden. Gestern nach dem Spiel fand die natürlich im Stadion statt. Und da hat unser Trainer Marco Rose die Auswechslungen von Mats Hummels und Thomas Meunier folgendermaßen erläutert. Man darf bei Mats nicht vergessen, er hatte keine Vorbereitung, kommt jetzt so langsam zurück. Er hatte ein bisschen Probleme mit der Ansteuerung vom Muskel. Also das bedeutet, er hatte kein gutes Gefühl mehr. Das war das Signal. Und deswegen haben wir ihn dann lieber rausgenommen. Thomas hat schon seit ein paar Tagen, also bestimmt schon jetzt über 2, 3 Spiele, einfach eine offene Wunde am Knie, wo man aufpassen muss, dass sich das nicht entzündet. Das wird immer wieder dick, dann kommt der Schleimbeutel irgendwann dazu. Dazu hat er noch einen dicken Zeh, den wir dann immer wieder auch behandeln mussten unter der Woche. Also Dinge, die man außenrum gar nicht so wahrnimmt. Aber der hat sich durchgebissen und irgendwann war dann bei ihm halt auch was vorbei. Ja, einen Spieler musste Marco Rose gestern auch noch auswechseln. Das war Marius Wolf nach rund 70 Minuten. Marius stand gestern nach fast 2,5 Jahren mal wieder in der Startelf von Borussia Dortmund und hat sich heute Vormittag dankenswerterweise noch mal die Zeit für uns genommen, sich mit mir über dieses Spiel und sein Startelf-Comeback zu unterhalten. Und den begrüße ich jetzt. Marius, hi, grüß dich. Hi, servus. Wo erwischen wir dich? Ich bin zu Hause in München. Am Relaxen, ein bisschen ausgeschlafen heute und ja. Sehr gut. Wichtigste Frage vorweg, du musstest gestern verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Wie geht's dir? Wie geht's dem Fuß? Es ist nichts Wilderes, das war vom Tape an meinem verletzten Fuß quasi, mit dem ich jetzt schon seit der Vorbereitung, seitdem es passiert ist, spiele. Und ja, an der Achillessehne hat es halt eingedrückt, was dann quasi dazu geführt hat, dass so richtig das Brennen angefangen hat von der Achillessehne her, wo ich nicht mehr gescheit sprinten konnte, was mich genervt hat. Und ja, sobald ich den Tape wieder unten hatte und der Zug weg war auch der Druck an der Achillessehne viel besser und ja, muss ich irgendwie eine neue Lösung finden. Okay, ja, da drücken wir dir natürlich die Daumen. Gestern nach langer Zeit mal wieder von Anfang an gespielt für Borussia Dortmund. Das letzte Mal war im April 2019. Wann hast du davon erfahren und ja, was hat das in dir ausgelöst vor allem? In der Mannschaftssprechung habe ich davon erfahren. Denke ich mal, normal. Und war einfach überglücklich, mal wieder von Anfang an spielen zu dürfen, was denke ich mal, jeden Fußballer Freude und Ziel ist. Und ja, das war einfach ein schönes Gefühl. Und es war, wie ich fand, ein sehr, sehr gutes Startelf-Comeback für dich. Auf der Leinwand kommt immer mal wieder nach verschiedenen Spielzeiten, welche Spieler gerade richtig performt haben. Da stand nach 20 Minuten Marius Wolf als schnellster Spieler. Da stand kurz vor deiner Auswechslung, nach 70 Minuten Marius Wolf, der Spieler mit der längsten Laufdistanz. Und ich fand insgesamt auch das 2:1 wunderschön eingeleitet. Wie hast du dieses Startelf-Comeback erlebt?
Ich habe mit meinem Vater gestern gesprochen. Ich habe gar nicht so positiv eigentlich mit ihm geredet. Ich war ein bisschen so von mir nicht enttäuscht, aber ich hab gesagt, ich habe ein bisschen zu ängstlich gespielt noch. Natürlich, wenn du so lange nicht von Anfang an spielst und nicht im Rhythmus bist, du willst erstmal auf Sicherheit spielen, keinen Fehler machen, ins Spiel reinkommen. Was mir, denke ich, schon gelungen ist gut, womit ich eigentlich auch zufrieden bin. Aber trotzdem, ja, wie ich es zu meinem Papa gesagt habe, so vom Gefühl her war es noch ein bisschen zu ängstlich. Hätte noch mehr ins 1 gegen 1 vielleicht gehen können, mir noch mehr zutrauen sollen, was die anderen gesagt haben, was sie gar nicht im Fernsehen so fanden. Weil es eigentlich, wie du schon auch gesagt hast, ein ordentliches Spiel war. Aber das ist immer Wahnsinn, wie so die Gefühle sind, wenn du vom Platz gehst selber, das Spiel noch gar nicht gesehen hast. Und wenn du mit Leuten sprichst, die das Spiel beim Fernseher gesehen haben. Das 2:1, ich habe schon angedeutet, du hast das ja wunderschön eingeleitet über die linke Seite. Wenn wir mal das Tor nochmal ansprechen. Ich habe gestern mit Jule Brandt drüber gesprochen, der hat dich da richtig gelobt. Ihr beide, ihr seid ja auch Kumpels, euch verbindet ja was und ihr habt euch zusammen, nachdem ihr euch mit allen gefreut habt, nochmal zusammengefreut. Nimm uns mal ein bisschen mit, wie war das für euch? Ja, also ich muss sagen, ich habe mich einfach für Jule extrem gefreut, weil ein super Spieler ist, ein super Typ, wie du sagst. Wir verstehen uns außerhalb des Platzes richtig gut. Es wird oft auf ihn oder öfter mal, sag ich mal, eingeschlagen von Medien her. Und das hat sich einfach umso mehr gefreut, dass er auch noch das Tor gemacht hat und wir beide von Anfang an spielen durften und ja, eine gute Leistung gezeigt haben. Ich habe vorhin die Laufdistanz schon angesprochen. Vielleicht lag es ja auch daran, dass du vorne links angefangen hast, dann mit Jule immer mal wieder die Seiten gewechselt hast, dann warst du rechts und dann warst du irgendwann auch Rechtsverteidiger. So kriegt man auch Kilometer zusammen, oder? Ja, das auf jeden Fall. Ich habe auch ein paar Späße drüber gemacht, dass ich vorne links angefangen habe und hinten rechts aufgehört. Also einmal komplett über den Platz. Aber wie gesagt, ich denke, das ist eine meiner Stärken, dass ich viele Positionen spielen kann. Und ja, dann ist es im Spiel einfach, ja, kann so kommen, dass man dann noch vorne links anfängt und hinten rechts aufhört. Jetzt seid ihr in der Champions League voll auf Kurs, beide Spiele gewonnen, nach Gladbach auch in der Bundesliga wieder back on track, würde ich mal sagen. Wie wichtig war dieser Sieg gestern insgesamt für euch als Mannschaft? Absolut, absolut wichtig. Wir haben uns das ganz klar vorgenommen, ganz klar als Ziel gesetzt, zu Hause das Ding zu machen. Und ja, ich denke, wenn wir die Chancen machen, geht's nicht 2-1 aus, sondern 3 oder 4-1. Und ja, das ist das Einzige, was ich sage, was wir uns angreifen müssen. Aber im Großen und Ganzen, das was wir uns vorgenommen haben, auch den wichtigen Sieg zu holen vor der Länderspielpause, ist uns gelungen. Du hast die Länderspielpause angesprochen. Mit welchen Gefühlen geht ihr als Mannschaft jetzt in diese Pause? Ja, dass wir einen Sieg geholt haben, eigentlich muss ich sagen, auch spielerisch richtig gut agiert haben. Wie gesagt, das einzigste Manko war die Chancenverwertung. Wichtig war das Fußballerische, das Kämpferische hat gepasst, der Einsatz, was auch nicht einfach ist gegen einen Gegner wie Augsburg, die hierher kommen, wie man mal so schön sagt, nichts zu verlieren haben. Ich habe es mit Köln letztes Jahr auch so erlebt gehabt. Du kannst einfach Fußball spielen, weil keiner von dir was erwartet und das macht natürlich so einen Gegner dann auch gefährlich. Abschließend, du hast schon dann gesagt, du bist in München, ihr habt heute frei. Wie sehen die nächsten Tage noch aus? Ja, also wir haben morgen auch nochmal frei, dann wieder bis zum Freitag Training und dann nochmal übers Wochenende frei bekommen. Ich bin einfach hier am Relaxen, abschalten und ja, die Woche über in Dortmund beim Training. Und dann nochmal in München, auch mit der Familie, weil meine Eltern kommen hierher, meine Schwester wohnt auch in München und ja, da treffen wir uns immer alle zusammen. Sehr schön, dann genießt die Zeit. Danke, Marius. Danke euch. Macht's gut. Also damit ist alles gesagt und wir machen den Deckel drauf auf den 7. Bundesligaspieltag. Es heißt durchschnaufen jetzt, ist Länderspielpause. In 2 Wochen geht es weiter mit dem nächsten Heimspiel gegen den FSV Mainz 05. Bis dahin, kommt gut durch die Wochen. Tschüss aus Dortmund.